Von mir aus gesehen, Kultur muss sich schlussendlich auch selber finanzieren, weil sonst ist sie auch nicht so qualitativ hochwertig. Ich denke, jede Gesellschaft ist stolz auf Kultur, auf Kunst, die sie vorbringt. Ich habe noch nie eine Gesellschaft, eine Kultur lernen kennen, die stolz ist auf Gesetzesbücher oder auf Handelsverträge. Die Schweizer Musikszene war noch nie so innovativ und vielfältig wie heute. Vor allem in den letzten Jahren haben sich viele neue Künstler in der Musikszene etabliert. Einer von diesen Newcomer ist der Nemo. Vor 2 Jahren hat der 18-jährige Rapper aus Biel bei der Radiosendung «Bound Cypher» von SRF Virus mitgemacht und ein virales Video gelandet. Über die Nacht quasi sind bei mir dann irgendwie 5000 Leute auf meiner Facebook-Seite gelandet. Und das war so ein riesiger Startschuss. Ich hatte dann noch nichts wirklich das, was irgendjemand interessiert hat. Ein Jahr später gewinnt der Nemo als jüngster Preisträger des Swiss Music Award als bester Newcomer. Glück gehabt, dass ich das Format hatte und ich jetzt den Zugang zu anderen Radiostationen auch gefunden habe. Aber gerade für Künstler, die ganz neu anfangen, ist halt das Format SRF sehr, sehr wichtig. Am Radio gespielt werden macht für Schweizer Musiker immer noch sehr einen grossen Teil der Einkünfte aus. Das Problem ist aber, dass die privat-kommerziellen Sender mehr Chartsmusik spielen und die Schweizer Musiker ein bisschen zu kurz kommen. Auch Nachwuchsförderung gehört bei den privaten Sendern eher nicht zu der Spezialität. Dazu kommt, dass viel Musik streamen. Das Problem ist aber, dass Spotify und Co. nicht sehr viel Geld abwerfen für Künstler. Ja, es ist 0,0015 Rappen. Das heisst, wenn du 1 Million Mal gestreamt hast, kannst du deine Frau nicht zum Nacht einladen. Stimmt nicht ganz, für eine Nacht lange für einen Lebensunterhalt aber nicht. Dazu kommt, dass man ja als Künstler nicht alles Geld behalten kann, sondern viel Geld fließt auch zu den Plattenlabels, wo man als Musiker unter Vertrag ist. Jetzt kommt die No-Beilage-Geschichte nämlich vor das Volk und die wird unter Umständen von diesen Viertelbürgern dort draussen noch angenommen. Das heisst aber noch einmal, dass Kultur, dass Musiker und Filmer und weiss der Teufel was, noch einmal beschnitten werden. Ein Land pisst auf Künstler hier, das musst du einfach wissen. Beim Bundesamt für Kultur haben wir uns erkundigt, was ein Wegbruch von der SRG für die Filmszene bedeuten würde. Die 3 Säulen ist die SRG, ist der Bund und natürlich die Regionalförderung wie die Zürcher Filmstiftung oder das Cineforum in der Westschweiz. Das sind eigentlich die 3 Beine, wo wie eine Kamera auf einem Stativ steht und wenn ein Bein gekürzt wird oder wegfällt, dann fliegt die Kamera vom Stativ, es gibt ein schiefes Bild oder die Kamera geht halt kaputt. Im Moment produziert auch die meisten Filme, oder nebst Hollywood ist auch also Netflix einer der grössten Filmproduzenten, Serienproduzenten. Und die haben ja keine öffentlichen Gelder. Also ich glaube schon, dass es möglich ist. Und es ist eben auch gerade im deutschen Raum möglich. Netflix kannst du natürlich nicht mit der SRG vergleichen. Der US-Konzern hat allein im letzten Jahr rund 6 Milliarden US-Dollar in Eigenproduktionen gesteckt. Und wir sind mal schauen, Schweizer Produktionen findet man dort praktisch keine, bis auf den Bestatter. Aber der ist von der SRG finanziert worden. Filme sind ganz teure Produkte. Es gibt keinen Film, der fast unter 2 Millionen kostet. Und das ist eigentlich schon low budget. Bei der göttlichen Wohnung war der Beitrag relativ gross von der SRG. Das sind 550'000 Franken auf ein Budget von etwas mehr als 3 Millionen. Wenn ich jetzt in meine Kalkulation anschauen würde das bedeuten, dass man keinen einzigen Schauspieler, Statist oder Stuntman vor der Kamera hätten. Also wir würden ein leeres Bild abfilmen, ohne Schauspieler. Also der Schweizer Film hat natürlich generell weniger Geld zur Verfügung in der Produktion, in der Herstellung. Könnte man denn einen Film nicht mit Unterstützung aus der Privatwirtschaft finanzieren? Also Product Placement oder Sponsoring ist immer wieder ein Thema. Die Schwierigkeit dort ist, da ist wenig Geld herum. Es gibt durchaus vielleicht schon Firmen, die bereit wären, grössere Beträge zu sprechen. Aber nachher nehmen die natürlich starken Einfluss dann auf den Filminhalt. Also wir haben den branded Content und am Schluss sehen wir dann wirklich einen 90-minütigen Werbefilm. Die SRG ist enorm wichtig für die Schweizer Kultur, indem zum Beispiel Schweizer Künstler auf ihren Radioprogrammen spielen, aber auch Filme aus der Schweiz unterstützen. Und wenn auf einmal der Block weggeht,
dann könnte die Schweizer Kultur anfangen auszutrocknen. Zu der Schweizer Kultur gehört auch Demokratie und wie die durch abhängigen Journalismus bedroht werden kann, das zeigen wir dir in der nächsten Folge.